Hallo und schön, dass du da bist. In der Beziehung, also zwischen Menschen, spricht man ja vom verflixten 7. Jahr. Und das verflixte 7. Jahr habe ich gerade mit dem Mustang GT hinter mir. Und ich bin auch schon ein ganzes Stück im 8. Jahr, weil ich im Januar den Mustang mal gekauft hatte. Und wir haben jetzt inzwischen schon April und wunderschönes Wetter. Aber war es dann auch wirklich das verflixte 7. Jahr, nachdem es ja 6 Jahre lang nie wirklich größere Probleme mit dem Mustang gab? Es wird also Zeit, dass wir, und ich habe jetzt lange schon kein Video mehr gemacht, aber es wird Zeit, dass wir uns mal wieder einen Überblick verschaffen. Und diese Videos kommen bei euch ja auch mal extrem gut an. Also, wir reden über alles, was jetzt im 7. Jahr so passiert ist mit meinem Mustang. Das ist gerade auch relevant, weil der S650 endlich in Deutschland erhältlich ist, also der Nachfolger vom S550. Und umso spannender natürlich zu sehen, wie es dem S550 geht. Und in dem Kontext, glaube ich, ist es auch interessant für euch, wenn wir uns mal mit dem Thema Werterhalt auseinandersetzen. Also, viel Spaß beim Video. Also falls du durch dieses Video das erste Mal hier bei mir auf dem Kanal bist, und das sind ziemlich viele von euch durch diese Videos, möchte ich dir einen groben Abriss geben, was ich so mit dem Mustang erlebt habe und wo der Mustang herkommt. So ein bisschen Zusammenfassung der letzten 7 Jahre. Ich habe den Mustang im Januar 2018 mit Tageszulassung gekauft. Der hatte 10 Kilometer Fahrleistung auf dem Tacho, also wirklich neu. Ich habe eine 5-jährige Garantie abgeschlossen, aber während dieser Garantielaufzeit habe ich die Services auch alle beim Ford-Händler machen lassen, also alles nach Vorschrift. Und mit Ablauf der Garantie habe ich das umgestellt auf Services, Inspektionen, alles selbst machen. Also ich gehe in die Werkstatt und mache das selbst. Das Einzige, was ich noch bei Ford machen lasse, weil das wichtig ist, ist die Korrosionsschutzkontrolle, die KSK. Ich fahre den Mustang als Ganzjahres-Alltagsauto, also sowohl Sommer kennt er als auch Winter, Frühjahr, Herbst, salzige Straßen und so weiter. Auch bei richtig viel Schnee bin ich den Mustang schon gefahren. Und er ist auch Familienauto, also wir sind super viel da auch zu dritt gefahren mit meinem Sohn. Der war, als ich den Mustang gekauft habe, 7 Jahre alt und ist jetzt 14 und wir fahren immer noch zu dritt mit dem Mustang. Also ganz kurz so zum Thema Mustang und Familienauto. Bisher haben wir kein Problem. Und mein Sohn ist inzwischen eine Ecke größer als ich tatsächlich sogar und es klappt immer noch. Wir waren mit dem Mustang inzwischen 8 Mal auf Ride the Dolomites, unseren Dolomitentouren, Mustang-Touren. Dann war ich auf der Rennstrecke mit dem Mustang auf dem Sachsenring. Ich war bei Fahrsicherheitstrainings. Ich bin viel damit gefahren. Wir sind in ganz Europa unterwegs gewesen. Spanien, Portugal, Montenegro, Kroatien, Europa sowieso, Frankreich, Italien, Spanien. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Also wir sind damit richtig viel auch international unterwegs gewesen, auf guten und auf schlechten Straßen. Also der hat richtig viel erlebt auf diesen jetzt 110.000 Kilometern. Und deswegen glaube ich, ist das auch ganz spannend, wenn ich euch erzähle, was mit dem Mustang so passiert ist in der Zeit und wie es ihm denn geht mit 110.000 Kilometern. Fangen wir mit den technischen Dingen an. Wichtig ist mir zu betonen, dass der Mustang nie gravierende technische Probleme hatte tatsächlich. Ich will sagen, nie bin ich irgendwie am Straßenrand zum Stehen gekommen oder auf der Autobahn, musste irgendwie auf ADAC warten oder dass irgendwas wirklich so nicht funktioniert hat, dass man nicht weitergekommen wäre oder sonst was. Also es ist auch viel weniger Schlimmes überhaupt nur passiert. Aber niemals hatte ich die Situation, dass ich jemanden rufen musste, weil das Auto sich nicht mehr bewegt. Er ist super zuverlässig, was das angeht. Und fährt. Allerdings mache ich auch alles Services, Inspektionen und so weiter, alles by the book. Also so wie die Vorgaben sind, teilweise sogar ein bisschen strenger, also dass ich ein bisschen häufiger mache. Nach der Rennstrecke zum Beispiel habe ich einen zusätzlichen Ölwechsel gemacht. Also immer alle Services akribisch eingehalten, alle Flüssigkeiten gewechselt, mehr Flüssigkeiten gewechselt als nötig. Und ich glaube, das ist natürlich ein Teil der Antwort, warum bei einem Auto dann letztlich auch wenig passiert. Und wenn dann doch mal ein Bauteil den Geist aufgibt, dann sind die Ersatzteile bei Ford für den Mustang ziemlich günstig. Also da werdet ihr euch nie erschrecken, was da für Preise aufgerufen werden. Was auch immer da kaputt geht, ihr könnt eigentlich sicher sein, es ist nicht so, dass das ein paar tausend Euro kostet oder sowas, das Teil zu tauschen, sondern meistens so zwischen 200 und 500 Euro sind schon viele Teile, die man beim Mustang braucht, erhältlich, was natürlich auch erfreulich ist für den Geldbeutel mit Ford als so großem Hersteller. Jetzt gebe ich euch auch mal einen Überblick, was in 7 Jahren passiert ist und das Ganze in keiner bestimmten Reihenfolge tatsächlich. Das Radlager hinten links hat inzwischen den 3. Wechsel hinter sich. Heißt, in den 7 Jahren ist es jetzt das 4. Radlager, weil ab Werks natürlich ist auch eins verbaut.
Das vierte Radlager, und ich habe das zweite habe ich selbst verbaut. Als das dann nach 15.000 Kilometer oder sowas den Geist aufgegeben hat, bin ich sofort gefahren, habe es da tauschen lassen. Und da war der letzte Tausch, der jetzt stattgefunden hat, tatsächlich auf Ersatzteilgarantie bei Ford und für mich kostenfrei. Und seitdem ist auch Ruhe, und das sind jetzt auch schon wieder, glaube ich, 15.000 Kilometer ungefähr her. Korrosion an der Motorhaube. Zweimal ist die Motorhaube schon neu lackiert worden. Ich hatte eingangs die Korrosionsschutzkontrolle erwähnt. Die muss man jährlich machen, um das eben halt auch von Ford übernommen zu bekommen. Ja, zweimal neu lackiert, aber es deutet sich schon an, dass das ein drittes Mal fällig wird. Hier sieht man es vielleicht, da bildet sich eine Blase. Ich weiß nicht, sieht nicht so aus wie beim letzten Mal mit der Korrosion. Vielleicht ist da irgendwie ein Lufteinschluss, ich habe keine Ahnung. Mit Lack kenne ich mich nicht genug aus, als dass ich sagen könnte, was das genau ist. Aber es ist dieselbe Stelle, wo bei den ersten 2 Malen es auch schon zur Korrosion an der Alumotorhaube kam. Bei den Bremsen bin ich mit dem zweiten Satz unterwegs, also einmal gewechselt auf Scheiben und Belege. Alles Originalteile, man sieht aber auch schon in der Scheibe, dass die auch schon wieder bessere Zeiten gesehen hat. Jedenfalls 110.000 Kilometer, und der zweite Satz Bremsbeläge und Bremsscheiben ist völlig okay. Bei den Winterreifen bin ich auf dem zweiten Satz unterwegs. Da hatte ich erst welche von Hankook, war damit sehr unzufrieden, und als sie dann runter waren, habe ich auf Vredestein gewechselt, und mit dem bin ich sehr zufrieden. Ich fahre die dann auf den Originalfelgen vom Mustang. Bei den Sommerreifen bin ich jetzt beim dritten Satz angekommen, Michelin Pilot Sport 4S. Ich hatte zuerst tatsächlich von Vredestein Reifen, habe dann auf Michelin gewechselt und empfehle das auch jedem, weil die verdammt gut sind, die Reifen. Ja, ich hatte bei beiden Sätzen Michelin, die jetzt durch sind, das Problem, dass die Innenflanken vorne an der Vorderachse ziemlich runtergefahren waren, der Rest aber noch halbwegs in Ordnung war. Jetzt beim letzten Satz war es vorne bis auf die Karkasse runter. Hinten war noch ein bisschen Restprofil, also einen Sommer hätte ich theoretisch damit noch fahren können. Aber jetzt mal der Wechsel, und in dem Rahmen habe ich auch die Dimension der Reifen gewechselt, um das Verschleißproblem in den Griff zu kriegen. Dazu erzähle ich aber ein bisschen später noch mehr. Ich habe jetzt nämlich eine Fahrwerksvermessung machen lassen und all diese Sachen. Ja, Stichwort Motorölviskosität. Ihr seht hier auf dem Deckel steht drauf 5W20. Das habe ich auch die ersten 6 Jahre quasi eingefüllt. Ich habe jetzt aber dann im 7. Jahr gewechselt auf 5W30. Das laut Bedienungsanleitung des Mustangs beim Rennstreckeneinsatz auch geeignet ist. Und fahre jetzt damit, der Motor hat jetzt halt auch Laufleistung 110.000, da glaube ich, schadet es nicht, die andere Viskosität zu haben. Nochmal zu den Reifen. Anfang des 7. Jahres ist bei den Originalfelgen mit der Winterbereifung bei mir erst das eine Ventil, glaube ich, hinten links undicht geworden. Und zwar nicht das Ventil selbst, auch nicht der Reifen, sondern die Gummimanschette um das Ventil herum. Das sind die Original TPMS-Ventile von Ford. Und ihr seht hier, da ist diese Gummimanschette, und da ist Luft rausgekommen. 2 Monate später bei einem zweiten Winterreifen, also da musste ich zweimal zum Reifenhändler und die Ventile tauschen lassen. Man muss aber nicht den gesamten TPMS-Sensor wechseln, sondern man kann die Ventile am Sensor tauschen, also abschrauben und ein neues anschrauben. Und laut Verpackung auf dem TPMS-Ventil empfiehlt Ford das auch bei jedem Reifenwechsel tatsächlich zu tun, was ich ganz interessant fand. Ja, am Differential, mal gucken, wie wir da hinkommen. Wird schwierig, aber ich blende euch ein Foto ein. So, auf der Beifahrerseite am Differential, ich halte jetzt einfach mal die Kamera drauf, ohne zu wissen, ob man sieht. Ich blende euch aber ein Foto ein. Habe ich eine Undichtigkeit an der Dichtung zur Antriebswelle. Das muss gewechselt werden, und das wird beim Ford-Händler, bei Ford Geberzahn lasse ich das machen, demnächst gewechselt. Kostenpunkt dürfte zwischen 500 und 700 Euro liegen für den Wechsel dieser Gummidichtung. Die Gummidichtung selbst, auch da wieder Teilpreis, ist nicht besonders viel, aber da ist natürlich ein bisschen Arbeit vonnöten, um das hinzukriegen. Daneben gab es von mir natürlich den jährlichen Filterwechsel, also Luftfilter, Innenraumfilter, Ölfilter da unten, Ölwechsel natürlich. Und im kommenden September, wenn ich die 120.000 Kilometer erreicht habe, dann werde ich zum zweiten Mal die 8 Zündkerzen wechseln, die Zündspulen mir genauer angucken
und auch, wie ich das schon einmal gemacht habe, bei 60.000 Kilometer das Getriebeöl und das Differentialöl tauschen. Den Luftmassenmesser habe ich vorsorglich auch schon einmal getauscht. Ich hatte ja einen K&N Sportluftfilter drin, die geölt sind, und ich habe jetzt wieder auf Papierfilter gewechselt oder vor ein paar Jahren schon auf Papierfilter wieder gewechselt, und da wollte ich den einfach mal wechseln und grundsätzlich ist es ein Sensor, es schadet den zu tauschen, irgendwann schadet dem Auto nicht wirklich. Natürlich Bremsflüssigkeit, da hinten ganz regelmäßig gewechselt, alle 2 Jahre und jetzt im vergangenen Jahr, im 7. Jahr zum ersten Mal auch die Kühlflüssigkeit gewechselt, so gut es denn ging, weil tatsächlich so viel kriegt man nicht raus, wenn man die wechseln möchte. Dann habe ich einfach so mal mit dem Liqui Moly Injection Reiniger, den man in den Tank füllt zusätzlich, die Injektoren gereinigt, beziehungsweise der Mustang hier, der hat ja nur Saugrohreinspritzung, aber nichtsdestotrotz ist das auch etwas, was, glaube ich, dann irgendwann nach einer gewissen Kilometerlaufleistung nicht schadet. So, und bevor es jetzt mit Verschleiß, Korrosion und dem Kostenthema weitergeht, kriegt ihr kurz Werbung in eigener Sache. Du fährst auch einen Mustang und du wolltest schon immer mal erleben, zu was unsere Mustangs so fähig sind, dann ist jetzt deine Chance. Komm mit mir und 20 anderen Leuten aus der Mustang-Community in die Berge und gib deinem Mustang die Sporen. Über 80 bisherige Tour-Teilnehmer in 5 Jahren sind begeistert und du wirst es auch sein. Melde dich jetzt zu Ride the Dolomites, nicht 8, sondern 9, im Mai 2025 an und sei dabei. Klick dazu den Link in der Videobeschreibung. Und jetzt zurück zum Video. Also, wie sieht es mit Verschleiß und Korrosion aus? Wir fangen erstmal mit dem Thema Korrosion an. Es ist eigentlich ein ähnliches Bild wie letztes Jahr. Problematisch, also insgesamt super wenig Rost, vor allem irgendwie außen an der Karosserie oder so etwas, gar keine Probleme. Einziger wirklich problematischer Punkt ist die Alumotorhaube und das nervt mich inzwischen tierisch, dass die immer wieder anfängt zu korrodieren. Ich habe auch schon geguckt, ob es irgendwie von Drittausrüstern eine Motorhaube aus einem anderen Material oder aus einem besseren Aluminium gibt. Ist aber Fehlanzeige und die ganzen Tuning-Motorhauben finde ich nicht so toll, will ich eigentlich nicht haben. Ich liebe ja die 2 Hörner hier, die der Mustang hat, die das Facelift dann auch nicht mehr hat. Facelift bin ich auch schon gefahren und das vermisse ich wirklich. Das heißt, ich will unbedingt dieses Motorhaubendesign, aber bin quasi darauf angewiesen, offensichtlich alle 1 bis 2 Jahre fortzufahren und das Ding neu lackieren zu lassen, was jetzt erstmal noch funktioniert, aber ist auch nicht mal so lange weg, bis das einfach nicht mehr gedeckt ist von Ford. Keine Ahnung, wie ich dann weitermache. Also das ist echt ärgerlich. Sonst, was ich so, Leute mir schreiben, was ich so höre, ist, dass ein Rost an den Kotflügeln, auch vorne an den Kotflügeln ein Problem ist, habe ich gar nicht. Und dass Rost hinten an der Seitenscheibe ein Problem werden kann. Ich zeige euch das mal. Also es geht um diesen Bereich, hier diese Läufe an der Heckscheibe entlang. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich da einfach Dreck und Feuchtigkeit sammelt und dass da dann eben halt das unter oder an der Scheibe korrodiert. Was besonders ärgerlich ist, weil dann natürlich die Scheibe raus muss. Aber da habe ich eben halt in meinem Fall keinerlei Probleme. So, und sonst ist das Thema Korrosion am Unterboden natürlich so ein Ding. Hat er, ich fahre ihn halt auch im Winter und auch bei Salz und so weiter, aber es ist immer noch die Sache mit dem Differential, also der Differentialglocke, die tatsächlich, oder das Differentialgehäuse, die tatsächlich relativ rostig ist. Die kann aber auch noch einige Jahre weiter rosten, ohne dass da was passieren sollte. Und das hinten, hinterm Kofferraum, ich mache euch da auch mal ein Foto rein, kann man nicht ganz erkennen, wo das ist, aber es ist quasi, wenn man von unten beim Auto Richtung Heck guckt, ist das die Crash-Struktur, der Querbalken, also der hier dahinter liegt. Und von der Innenseite sozusagen ist da relativ viel Rost dran, zumindest so, dass ich aber jetzt auch schon wieder seit 2 Jahren vorhabe, da mal etwas gegen zu tun. Muss ja auch nicht blau sein, aber mit einem konservierenden Spray sollte ich das Ding mal pflegen. Das steht auf jeden Fall an. Ja, aber lässt sich wirklich sagen, seit letztem Jahr ist es nicht schlimmer geworden. Die Winter in Köln sind aber auch milde. Wir waren zwar auch in Bayern 1-, 2 Mal, aber grundsätzlich ist es hier natürlich nicht ganz so kritisch mit Salz. Und ich habe auch sehr darauf geachtet, wenn ich mal wirklich viel Salz am Auto hatte, ne, so zum Beispiel,
dass ich dann relativ schnell das Auto auch einmal abgeduscht habe, um das ganze Salz abzuspülen. Damit kommen wir zum Thema Innenraum. Ja, ich wiederhole jedes Jahr, dass man Abnutzungsspuren sieht an den Sitzen. Die werden halt von Jahr zu Jahr stärker. Ich finde aber, jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo man, also davor habe es vielleicht ich gesehen, weil ich wusste, wo ich gucken muss. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo man das, glaube ich, auch wirklich sehen kann. Wenn man in das Auto steigt, denkt dran, die Kamera kann das immer nicht so gut einfangen, wie das menschliche Auge das sieht. Aber hier sind eben halt Abnutzungsspuren an der Wange natürlich, weil die extrem gereizt wird von dem vielen Ein- und Aussteigen. Und auch hier an der Falte zeigen sich Abnutzungsspuren. Auf der Beifahrerseite ist es ähnlich. Und dass da so ein paar Falten entstehen. Ja, aber das wär's. Und hinten ist alles noch wie neu, obwohl ja auch unser 7-jähriger Sohn damals da drin gesessen hat, ist das in einem ziemlich guten Zustand. Daneben vielleicht erwähnenswert, dass der Gurt so ein bisschen anfängt auszufransen an den Seiten, aber wirklich ein bisschen, mehr nicht. Und so minimale Abnutzungsspuren an den Fußmatten, die zu tauschen ist das geringste Problem, aber 110.000 Kilometer und 7 Jahre, so sieht dann die Fußmatte aus oder die Stelle, wo man mit der Hacke hinkommt. Und das Lenkrad, das ist ja so der Klassiker, wo man hingucken soll, um zu sehen, ob der Kilometerstand von einem Auto, von einem Gebrauchtwagen wirklich stimmt. Da sieht man jetzt, dass es heller wird und die Oberfläche einfach nicht mehr die Struktur hat. Ja, so würde ich es, jetzt sieht man es ziemlich gut, so würde ich es beschreiben. Die Oberflächenstruktur ist jetzt einfach ein bisschen weg. Ja, wo ich sonst noch einen starken Unterschied bemerke, sind die ganzen Hartplastikoberflächen. Und da ist es, wo ich es in der Vergangenheit immer recht gut wegmachen konnte, fängt es jetzt an, dass da halt Kratzer, Abnutzungen drauf sind, die deutlicher sind. Ist halt auch so ein bisschen das Problem mit Hartplastik, muss man gar nicht drüber streiten. Beifahrerseite ist ein schönes Beispiel hier vorne, dass das Plastik so weiß geworden ist hier und Abnutzungsspuren zeigt. Ja, da auch im Handschuhfach. Und hier sind auch ein paar Kratzer mehr inzwischen. Ja, vielleicht als letzten Punkt die Gummidichtung. Auch die pflege ich sehr regelmäßig, aber nichtsdestotrotz merkt man auch hier an der Oberfläche, dass es einfach glatt geworden ist. Die Scheibe fährt ja auch immer rauf und runter, wenn man die Tür auf und zu macht. Also jedes Mal, wenn man ein- und aussteigt. Da sieht man jetzt halt so ein bisschen, dass es heller wird. Auch hier kann man es schön sehen. Dicht sind sie aber trotzdem und rissig auch noch lange nicht. Aber glaub mir, wir gehen nicht zimperlich um mit dem Mustang. Wenn wir auf den Touren sind und auch überhaupt, wenn ich die Videos mache, Stative, Metallteile und so weiter, alles Mögliche fliegt hier rum während den Kurvenfahrten oder die Stative sind befestigt oder eingeklemmt. Also da muten wir dem Mustang schon viel zu. Und ja, entsprechend sind halt die Abnutzungsspuren auch ein bisschen da. Dann noch die letzte Anmerkung. Ist ja auch das Thema Verschleiß. Der Schlüssel, der hat hier so Aluminiumfolien, also ein bisschen dickere Folie, Applikation und die ist hier abgebrochen. Und hier ist jetzt auch so ein bisschen scharfe Kante, weil mir sonst nichts anderes einfällt. Passiert dann halt auch irgendwann und ist tatsächlich als Ersatzteil gar nicht so einfach zu finden, ist aber auch nicht schlimm. Eigentlich. Ist da jetzt irgendwas dabei, wo ich sage, die Teile sollte man tauschen oder das ist nicht mehr vertretbar oder so nicht mehr nutzbar? Aus meiner Sicht nicht, aber das muss jeder mit sich selbst vereinbaren. Das Kapitel Elektronik hier und so kann ich richtig kurz machen. Es gibt einfach keine Probleme. Also das Vor-Facelift, der Mustang, der hat sowieso relativ wenig Elektronik, also vor allem keine großartigen Helferlein oder sonst etwas. Aber das, was da ist, funktioniert verblüffend gut. Es gibt immer noch von Ford kostenfreie Kartenupdates für das Sync und auch Android Auto, CarPlay funktioniert in Spitzengeschwindigkeit und ohne Probleme, auch mit ganz neuen Devices. Also da kann man selbst mit so einem Auto aus 2016, 2017 echt glücklich sein und das gibt es nicht bei vielen Herstellern. Aber grundsätzlich, dass die Elektronik spinnt, ich habe auch mal die Updates für alle Steuergeräte draufgespielt bekommen, dass die Elektronik wirklich spinnt und irgendwelche unvorhersehbaren Sachen macht, habe ich gar nicht erlebt beim Mustang. Und ich bin auch echt froh, weil das ist etwas, ich kenne das von anderen Herstellern, von anderen Leuten auch, das ist etwas, was schnell sehr, sehr teuer wird und wo ich selbst dann auch aufgeschmissen bin bei der Ursachenforschung. Ne? Also da verstinkt die Ursachenforschung oft super viel Geld.
da ist mir ein mechanisches Problem tatsächlich lieber, weil dann weiß man, an welchem Bauteil es liegt, kann das tauschen und dann ist alles wieder okay. Womit wir beim Thema Kosten sind. Und da muss ich jetzt auch tatsächlich ein bisschen mehr ablesen, seht es mir nach. Wie waren die Kosten im 7. Jahr mit dem Mustang? Erstmal wichtig, es war das günstigste Jahr seit dem Kauf des Mustangs. Also noch nie habe ich so wenig ausgegeben wie jetzt im 7. Jahr. Also ich habe, obwohl ich eigentlich zufrieden war, die Versicherung gewechselt. Ich war bei der R&V Direkt und habe jetzt zur Allianz Vollkasko Direkt Plus gewechselt. Ich habe Schadenfreiheitsklasse 28 und 18, also in Haftpflicht und in Vollkasko. Bringt bei mir aktuell eine Ersparnis von 250 € im Jahr bei besseren Konditionen tatsächlich. Deswegen habe ich den Wechsel auch gemacht. Ich hatte im 7. Jahr zusammengenommen 2.350 € Kosten und da ist die Steuer und die Versicherung schon drin. Ansonsten halt die ganzen Inspektionen, eventuelle Ersatzteile, die besorgt werden mussten und. Also alles, was in dem Jahr anstand. Dann kommt noch Sprit dazu für im 7. Jahr 12.600 Kilometer. Wenn ich jetzt mal vom Durchschnittspreis laut Internet Spritpreisarchiven ausgehe, der Durchschnittspreis lag dann bei 1,85 für Super Plus in 2024 und basierend auf Erfahrungswerten und Bordcomputerwerten ein Durchschnittsverbrauch von 13,5 Liter auf 100 Kilometer, wären das 3.150 € Spritkosten. Heißt 2024 letztlich, weil ich im Januar den Mustang gekauft habe, also können wir sagen 2024 waren das insgesamt 5.500 € Ausgaben für den Mustang GT. Und das sind auf den Monat gerechnet 460 €. So, und dann kommt natürlich die Frage bei so einem Auto aus 2017, wie sieht es mit dem Thema Werterhalt aus? Der S650 ist jetzt eben halt auch verfügbar. Heißt, wie geht es dann mit dem Wert weiter? Fällt der in den Keller, weil der S650 verfügbar ist? Und da kann ich euch sagen, das hat mich auch überrascht tatsächlich, 2024 ist ein 2017er Mustang GT wertstabil geblieben. Einschränkung, wenn man über 50.000 Kilometer gefahren ist, und das bin ich ziemlich deutlich, dann ist der Wertverlust ungefähr bei 1.000 €. Aber für so ein gebrauchtes Fahrzeug ist das echt viel. Und ich erkläre es mir damit, dass es halt V8-Motor ist, eben halt noch deutlich weniger Helferlein hatte, noch keinen Otto-Partikelfilter hat. Also ein paar Dinge, die für Leute, die auf solche Autos stehen, dann vielleicht den auch ein bisschen begehrenswerter macht als andere Fahrzeuge. So, ihr seht jetzt hier in dem Diagramm, die blaue Linie ist der Ford Mustang Baujahr 2017. Alle Coupé, Cabrio, EcoBoost, GT, ja auch V6 in dem Fall, die sind da alle mit drin. Und der startet bei 33.800 € und kommt bei 34.300 € am Ende des Jahres raus. Und die orangene Linie, das wäre quasi meiner, weil über 50.000 Kilometer und der hat eben halt, ja, was verloren. Und wenn wir schon dabei sind, dann schauen wir uns doch mal die Weiterentwicklung seit der Zulassung an. Also 2017 zugelassen, wie hat sich der Preis, der Durchschnittspreis in Deutschland seitdem entwickelt. Das sind auch Zahlen von pkw.de, auch die Diagramme sind von pkw.de. Und da seht ihr, dass der 2017er Mustang eben halt erstmal 2017 beim relativ hohen Preis eingestiegen ist und seitdem ein bisschen abgeflacht ist und eben halt jetzt spannenderweise zum Ende hin die Linie minimal nach oben geht. Im Vergleich dazu seht ihr beim Ford Mustang von 2019, also das Facelift, dass er erstmal im Kaufpreis eine ganze Ecke höher war und dass entsprechend der Wertverlust nach dem ersten Jahr auch deutlich höher war und dass der weiterhin noch Wert verliert, auch in 2024. Wenn euch das interessiert, warum das Facelift-Modell teurer war zum Beispiel, ich habe dazu auch ein ziemlich spannendes Video gemacht, wo ich den S550 mal insgesamt einen Kaufguide oder einen Fahrzeugguide gemacht habe. Guckt euch das Video an, da erfahrt ihr alles, was wissenswert ist, zum Beispiel auch was die Kaufpreise angeht. So, und jetzt vielleicht noch, um eine Frage zu beantworten, die immer wieder aufkommt, dieser GT EcoBoost, nennen wir es mal Meinungsverschiedenheit. Die Leute, die sagen, der GT ist der einzig wahre Mustang, bla bla bla, halte ich nicht so viel von, aber nichtsdestotrotz, auch das können wir uns eben angucken. Ihr seht hier einmal in Blau den 2017er Mustang insgesamt mit allen Motorisierungen und allen Karosserievarianten und in Schwarz seht ihr nur diesen hier, nur den V8 mit 421 PS und dann seht ihr, dass der sich ja schon was besser hält als die Gesamt-Mustangschaft sozusagen aus dem Jahr 2017. Heißt also, der V8 GT
ist was wertstabiler tatsächlich. So, und zu guter Letzt, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie ist es denn so insgesamt am Fahrzeugmarkt, habe ich euch den Vergleich zum BMW M3 mitgebracht, auch 2017, weil ich habe hier einen 2017er. Ihr könnt bei pkw.de das durchaus für euer Baujahr auch machen, wenn ihr einen habt oder welches Baujahr euch interessiert, da einfach mal eingeben. Also 2017er M3. Ich halte nicht viel von solchen Vergleichen, weil es sind zwei sehr unterschiedliche Fahrzeuge, es ist nicht ausstattungsbereinigt und all diese Dinge. Aber nichtsdestotrotz, ich kriege an sehr vielen Stellen in euren Kommentaren mit und auch in dem, was ihr mir sonst so schreibt über E-Mail und Co., dass der BMW M3 halt wirklich, also dass es oft um die Entscheidung geht, hole ich mir einen Mustang oder hole ich mir einen M3. Deswegen gucken wir uns das an. Beachtet bitte, die Y-Achsen sind sehr unterschiedlich, also die Preise sind nicht auf derselben Ebene bei beiden. Und da seht ihr beim Mustang den ziemlich starken Wertverlust und jetzt eben halt, dass er aus der Badewanne rauskommt. Und beim M3, das ja zu Beginn sehr viel Wert verloren hat und seitdem auch stetig nach unten geht. Seht ihr auch unten in den prozentualen Zahlen. Ich hatte übrigens 2024 insgesamt nur 270.000 Videoaufrufe. Das ist nicht viel, deswegen auch gerne abonnieren und ich mache halt deswegen nur noch so wenig Videos und jetzt ja wirklich sehr, sehr lange kein Video mehr gemacht, außer für Ride the Dolomites. Aber würde mich natürlich freuen, wenn es wieder zu mehr Views kommt. Ansonsten denkt dran, Ride the Dolomites, Plätze sind noch frei. Seid mit dabei, dann könnt ihr den Mustang auch mal aus der Nähe sehen. Und hier, wo zeige ich hin? Hier, den Mustang auch mal aus der Nähe sehen. Ansonsten lasst mich wissen, was du vom Mustang hältst, was du vielleicht auch für Erfahrungen hast. Das finde ich immer super spannend. Also ich lese alle diese Kommentare, die ihr unter diesem jährlichen Video macht. Echt interessant, gemeinsam diese Reise zu gehen, dass ihr auch mitteilt, was ihr so für Erfahrungen mit eurem Auto gemacht habt. Und das kann ich dann auch immer in den Videos verwerten. Insofern ab in die Kommentare. Ansonsten schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss.